Hallo ihr Lieben, ich habe jetzt für euch leckere Eisenbahnerplätzchen gebacken und die sind wirklich super lecker in der Kombination Marmelade und Marzipan. Also die Marmelade ist in der Mitte und rechts und links eine Marzipanmasse. Und normalerweise macht man sie mit roter Marmelade, aber ich sage, wieso denn nicht auch mit Aprikosenmarmelade oder nicht mit Nutella? Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Viel Spaß! Als erstes benötigen wir 250 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Eigelb und 125 Gramm Butter. Das verknete ich jetzt erstmal mit den Fingerspitzen, bis ein richtiger Teig entsteht. Das dauert etwas, also nur Geduld. Kneten, 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 bis dann halt so ein Teig entsteht und ich merke, der wird schon etwas zu hart, also füge ich 2 bis 3 Esslöffel Milch hinzu. Das Ganze wird dann so lange zu einem Teig verknetet, den ihr halt so zusammenrollen könnt, zu einer Kugel. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht zu lange knetet, dann wird er sonst zu trocken später. Das Ganze wickle ich jetzt in Frischhaltefolie ein und das kommt dann für ca. 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Nach 2 Stunden können wir dann mit der Füllung anfangen. Ich hatte das Marzipan jetzt ebenfalls 2 Stunden im Kühlschrank, denn das Marzipan müssen wir jetzt einmal mit der Vierkantreibe auf der feinen Seite reiben und wenn es fest ist, das Marzipan, geht es einfacher. Zum Marzipan habe ich jetzt ein Eiweiß, 30 Gramm Zucker und 30 Gramm weiche Butter hinzugefügt. Und das Ganze mixen wir jetzt mit dem Handrührgerät einmal zu einer cremigen Masse. Das Ganze dauert so circa 2-3 Minuten. Also es muss dann halt so eine weiche Masse sein, die ist dann sehr klebrig, ohne Klümpchen aber halt. Das Ganze füllen wir uns jetzt in einen Spritzbeutel mit einer kleinen Sternhülle und das stellen wir uns kurz beiseite. Nach 2 Stunden ist unser Mürbeteig sehr fest, den knete ich einmal ganz kurz durch, aber nicht zu lange. Und dann können wir ihn schon ausrollen auf ca. 2 bis 3 mm Stärke. Benutzt beim Ausrollen so wenig Mehl wie möglich. Ich habe jetzt so einen Teigroller mit Abstandshalter, links und rechts habe ich jetzt 2 mm eingestellt. Wenn ihr so einen nicht habt, dann nehmt einfach so 2 Kochlöffel rechts und links und dann könnt ihr drüber rollen. Dann ist der Teig halt gleichmäßig dünn. Wenn euch der Teig zwischendurch immer auseinanderreißt, dann drücke ich den immer so ein bisschen zusammen und roll vorsichtig weiter. Die unschönen Ränder schneide ich ab. Ihr könnt das Ganze mit einem Messer machen oder mit einem Pizzaschneider. Als nächstes brauchen wir so 5 cm dicke Bahnen. Dazu benutze ich jetzt ein Lineal. Ihr braucht wie gesagt 5 oder 6 cm, je nachdem wie breit ihr es gerne haben möchtet. Die einzelnen Bahnen kommen dann auf ein Backblech mit Backpapier und den Ofen könnt ihr schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und die werden dann erstmal 5 Minuten lang gebacken. Mit dem restlichen Teig macht ihr dann so lange weiter, bis ihr das komplette aufgebraucht habt. Nach 5 Minuten Backzeit nehme ich das Backblech wieder aus dem Ofen. Die lasse ich jetzt so circa 15 bis 20 Minuten auskühlen. Die sind dann nach 20 Minuten oder 15 noch leicht warm. Das ist aber nicht schlimm. Dann nehmt ihr eure Marzipanmasse und spritzt euch dann am Rand quasi wie eine Art Schiene, so eine Eisenbahnschiene. Deswegen nennt man die, glaube ich, Eisenbahner. Wenn möglich, spritzt euch die Marzipanpaste nicht zu sehr am Rand nach außen,
Denn beim Backen fließt das Ganze noch ein bisschen runter und sonst läuft euch das vom Gebäck runter. Das Ganze kommt jetzt nochmals in den Backofen für ca. 10 bis 14 Minuten, je nach Backofen unterschiedlich, bis das Ganze schön goldgelb gebacken ist. Bleibt am besten dabei, denn das geht ganz ratzfatz. Hier habe ich jetzt einen Spritzbeutel mit roter Marmelade. Ich habe jetzt eine Marmelade ohne Stückchen genommen. Die habe ich vorher erwärmt. Entweder ihr könnt das im Topf machen, auf der Herdplatte oder in der Mikrowelle. Ohne Stückchen deshalb, weil die sich dann besser durch das Spritzbeutel drücken lässt. Nach circa 2 Stunden Auskühlzeit könnt ihr sie dann endlich schneiden. Ich hatte jetzt so eine Kuchenpalette, um die besser vom Backblech zu heben. Dann nehmt ihr einfach so ein Schneidebrett und schneidet euch schöne Stücke ab, so circa 3 bis 4 cm breit. Und es muss, wie gesagt, nicht immer rote Marmelade sein. Probiert auch gerne die Aprikosenmarmelade, Nutella, Haselnusscreme, Pistaziencreme, was euch schmeckt. Probiert euch so durch. Ich empfehle es euch wirklich, wirklich weiter. Und die Marzipanmasse schmeckt man nicht so extrem raus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video. Eure Rabea. Bye bye.